Wir haben die einfach eingeladen, so Tore zu schießen. Das war unfassbar, wie wir so als Mannschaft verteidigt haben. Die Verteidigung fängt von vorne an und ja, das war einfach heute Katastrophe. Willkommen aus Dortmund zu unserem Spieltagsrückblick. Ja, ich kann mir vorstellen, ihr verspürt wenig Lust, dass ich euch jetzt nochmal mitnehme auf dieses 2:4 in Mönchengladbach. Aber ihr seht schon, ich stehe hier im Borusseum und ich habe am Ende noch einen Hinweis, der euch hoffentlich etwas besser durch diese Winterpause kommen lässt. Außerdem kommt gleich noch Youssoufa Moukoko im Kurzinterview, bevor er dann zur Nationalmannschaft abgedüst ist. Offene Worte von ihm. Und genauso offen und ehrlich hat auch Edin Terzic dieses Spiel in Mönchengladbach analysiert. Und er schaut auch darauf, was in den kommenden Wochen jetzt bei Borussia Dortmund passieren wird. Heute haben wir, glaube ich, eine Vielzahl individueller Fehler gesehen. Sowohl am Ball, dass wir viele unnötige Bälle verloren haben, aber halt auch Stellungsfehler. Und was uns besonders geärgert hat, ist, dass wir uns vorgenommen haben, sehr kompakt zu verteidigen, auch wenn wir dann hochpressen, dass wir dann immer wieder gut nachschieben. Was dann nicht gut war, war schon der erste Impuls fürs Pressing, dass wir dann nicht im Sprint angelaufen sind. So hatte der Gegner dann viel zu viel Zeit und Raum, eine Entscheidung zu treffen. Und dann wird es auch schwer, dahinter nachzuschieben, wenn der Gegner dann mehrere Optionen hat. Und das war halt nicht gut, besonders im Nachrückverhalten, um das Spielfeld da klein zu halten. Dadurch haben wir immer wieder Konter fressen müssen und das war heute überhaupt nicht gut. Und ja klar, wenn man jetzt die letzten 2 Spiele sieht und dann die Gegentore, die Art und Weise, wie wir sie kassiert haben, das ist sehr enttäuschend. Da waren wir am Anfang der Saison deutlich besser. Wir werden jetzt gleich erstmal gemeinsam nach Dortmund fahren, dann werden wir nochmal eine Sitzung haben, bevor sich dann unsere 11 WM-Fahrer verabschieden. Und dann werden wir die nächsten 3 Wochen arbeiten mit den Jungs, die nicht zur WM fahren. Da werden wir einige Themen schon ansprechen. Dann haben wir auch ein paar Trainingseinheiten, wo wir schon im taktischen Bereich dann arbeiten können. Das war in den letzten 6 Wochen natürlich ein bisschen knapp durch die ganzen Spiele, durch die englischen Wochen. Und dann werden wir eine harte, ehrliche und direkte Analyse machen und werden uns dann ab dem 12. Dezember in die Pause begeben und dann Anfang Januar in der ersten Januarwoche wieder anfangen mit der Vorbereitung. Jetzt kommt einer der Gewinner der bisherigen Hinrunde bei Borussia Dortmund, Youssoufa Moukoko. Quasi als Belohnung gab es für ihn ja die Nominierung in den DFB-Kader. Aber so kurz vor der Abreise zur Nationalmannschaft kann er sich da noch nicht so wirklich drüber freuen. Dafür sitzt der Stachel nach der Niederlage in Mönchengladbach noch zu tief. Lass uns möglichst wenig über Mönchengladbach reden, aber wir müssen einmal kurz über das Spiel reden. Warum glaubst du, haben die gewonnen und nicht ihr? Ja, weil die mehr Tore geschossen haben als wir. Die haben 2 mehr geschossen und wir haben, wir haben die einfach eingeladen, so Tore zu schießen. Das war unfassbar, wie wir so als Mannschaft verteidigt haben. Die Verteidigung fängt von vorne an und ja, das war einfach heute Katastrophe, muss man ehrlich sagen. Man sieht ja auch an, dass es dir noch nahe geht, aber trotz alledem hast du insgesamt, wenn wir zurückgucken auf diese Hinrunde, gehörst du definitiv zu den Gewinnern dieser Mannschaft. Siehst du das ähnlich? Wie schaust du auf diese bisherige Hinrunde zurück? Ja, ich schaue so, mit Lächeln so zurück, aber in Rückrunde müssen wir eine der konstanten Mannschaft so sein und ja, ein anderes Gesicht komplett so zeigen, weil die Hinrunde ist einfach beschissen gelaufen. So Tabelle 6, jetzt können wir gar nichts ändern, nächste Woche können wir gar nicht so, 3 Punkte einfahren oder sonst was. Jetzt müssen wir so 2 Monaten so die Tabelle ansehen, das fühlt sich unfassbar beschissen an, wirklich. Ja. Obwohl du zur WM fährst, aber du hast natürlich recht, alle BVB-Fans müssen sich jetzt diese Tabelle angucken. Wie zufrieden, also wenn du das jetzt mal unterscheidest, Champions League, DFB-Pokal, Bundesliga, wo bist du zufrieden und wo bist du unzufrieden mit dem, wie es gelaufen ist? Ja, am Ende, geht das so als Mannschaft. Ne? Wir sind eine Mannschaft, nicht so ein einzelner Spieler, sondern ich gucke einfach auf die Mannschaft. Und wenn die Mannschaft erfolgreich so sind wir auch als Einzelner, so glänzen wir auch alle. Ja, wir müssen, Rückrunde eine ganz andere Gesicht so zeigen. Dann hoffen wir, sehen wir dich mit dem Lächeln wieder. Ja, Dankeschön. Ihr fragt euch vielleicht, warum steht der Kerl eigentlich die ganze Zeit im Borusseum rum? Der Hintergrund ist, wir sind bei Borussia Dortmund unglaublich stolz, dass es auf der ganzen Welt BVB-Fans gibt. Vor dem Bochum-Spiel wurden die 84er 14er Borussen geehrt. Das ist tatsächlich schon der 1000. offizielle BVB-Fanclub. Wahnsinn.
Diesen Meilenstein nehmen wir zum Anlass für eine Sonderausstellung über unsere Fanclubs. Wenn ihr also mal erfahren wollt, wie ticken unsere Fanclubs, wo sind die überall und was machen die alles, dann kommt ab dem 17. November hier ins Borusseum zur Sonderausstellung Fanclubs. Bis dahin ist dann hoffentlich auch der Ärger über die letzten beiden Spiele verraucht. Tschüss aus Dortmund.